Mein heutiger Gast ist Dr. Annette Sommerfeld, ehemalige Chefärztin der Gefäßchirurgie im Krankenhaus Rheinbeck. Sie ist seit vielen Jahren auf das Dunbar-Syndrom spezialisiert und spricht mit mir über die typischen Symptome, die Diagnostik und operative Behandlung. Willkommen zu der 7. Folge von Vascular Voices. Schön, dass du da bist und zuhörst. Hallo, schön, dass du da bist und dass du dir extra an einem Sonntag für uns Zeit genommen hast. Hallo, hallo Marlene. Ja, es geht ja heute wirklich um Dunbar oder Dunbar. Weiß gar nicht, wie spricht man das denn normal aus? Dunbar. Ab Dunbar. ganz Ähm, da gibt's, glaube ich, auch alle möglichen Varianten, aber jeder weiß ja, was gemeint ist. genau. Ja. Ähm, und du hast ja wirklich viele, viele Jahre, das Dunbar-Syndrom auch operiert, ne? Genau. Ja, seit 2011 bin ich eigentlich, aktiv als Operateurin dabei. Genau. Mhm. Also, tatsächlich sind das jetzt fast 15 Jahre. Ja. Wie, hat sich das ergeben oder, Mhm. also, hast du vorher was anderes gemacht? Wie kam es dazu, dass du dich da wirklich drauf spezialisiert hast? Ja, es war eigentlich eher Zufall. Ich bin ja Gefäßchirurgin und, ich bin ja nicht mehr ganz so jung und zu meiner Zeit, als meine Ausbildung losging, musste man erst normaler Chirurg werden. Und im Rahmen dieser, Ausbildung, das sind 5 Jahre gewesen, habe ich eben ganz viel laparoskopisch operiert, ne? Das heißt, diese Schlüssellocktechnik, aber, in dem Bereich, Gallenblasen, Blinddarme und so weiter. Und, habe dann aber eine gefäßchirurgische Ausbildung gemacht und da ist das eigentlich kein Thema und habe dann viele Jahre nur Gefäße offen operiert. Und dann ist mein damaliger Chef in Ruhestand gegangen und ich habe einen neuen Chefarzt bekommen. Und da ich war damals Oberärztin, das war der Dr. Schneider, den kennen, glaube ich, auch ganz viele, Mhm. Patienten. Und der ist dann nach Rheinbeck gegangen und hat im Endeffekt diese Expertise mitgebracht. Und von dem Moment an haben wir das dann zusammen gemacht und das hat mir unglaublich geholfen, dass ich eben vorher ganz viel laparoskopisch operiert habe, sodass ich das dann, wieder auffrischen konnte. Und mit ihm zusammen haben wir dann die Patienten behandelt. Entweder er hat operiert, ich habe assistiert oder andersherum. Mhm. Und so hat sich dann über Jahre hinweg, äh, zum einen natürlich das Wissen vermehrt, weil man viel mehr Patienten gesehen hat und man hat auch eine gewisse operative, Fertigkeit noch mal entwickelt, weil das ja schon sehr sensibler Bereich ist, den man da operiert. Ja, ja, also, total interessant, wie das dazu gekommen ist. Vielleicht erklären wir erst mal für alle, die zuhören, was ist denn das Dunbar-Syndrom überhaupt? Kannst du Ja, erklären? also, es wird ja unter den Kompressionssyndromen subsumiert, ne? Das heißt, es findet im Körper, ähm, eine Situation statt, bei der es zu einem Druck kommt, auf ein Gefäß zum Beispiel. Und, das sind in der Regel Kompressionssyndrome, bei denen Gefäße abgedrückt werden. Das findet in ganz vielen Teilen oder Bereichen im Körper statt. Nierenvenen, Beckenvenen, Mhm. alle haben Eigennamen, und im Bereich des Truncus celiacus, das ist eine Eingeweidearterie, das heißt ein Gefäß, das aus der Bauchschlagader, herauskommt sozusagen, um bestimmte Organe mit Blut zu versorgen. Und dieses Gefäß nennt sich Truncus celiacus. Und auf diesem Gefäß oder über dieses Gefäß hinweg laufen Bindegewebsbahnen. Ja, das ist in unserem Körper so angelegt. Und in diesem Bindegewebe können oder sind in der Regel auch Nervenfasern. Mhm. Und jetzt kommt es durch eine Veränderung in diesem Bereich zu einem Druck auf das Gefäß und deswegen Kompressionssyndrom. Die eigentliche, ähm, Erkrankung ist aber eigentlich gar nicht der Druck auf das Gefäß, was ganz viele erstmal falsch verstehen und einfach auch ihre Beschwerden falsch einordnen.
sondern es ist eine Überreizung der Nervenfasern, sodass Mhm. man nicht das Gefäß behandelt, sondern am Ende die Nervenbahnen behandelt. Okay, also, verstehe ich das richtig? Ich frage jetzt einfach mal nach. Oft wird es ja gesagt, dass das so das Zwerchfell ist, was da Mhm. entweder zu Mhm. straff an Mhm. dem Gefäß Mhm. ist Mhm. oder, zu weit unten. Also, stimmt das so? Also, so mal so Ja, ganz salopp ja. irgendwie gesagt? Ja, das, ist also, es ist so, dass man kann es gar nicht so sehr voneinander trennen. Unser Körper ist ja sehr komplex aufgebaut und in diesem Bereich, das findet sich alles hier tatsächlich unterhalb vom Zwerchfell, Mhm. ähm, ist das Gewebe, sehr stark miteinander verbunden. Das heißt, das Bindegewebe, was sozusagen über das Gefäß hinwegläuft und in dem die Nervenbahnen sind, gehört zu den Teilen des Zwerchfells. Mhm. Zwerchfell ist ja nichts anderes als eine Muskelplatte, die quer durch unseren Körper läuft und einmal den Brustraum und den Bauchraum voneinander trennt. Und es gibt verschiedene Lücken in dem Zwerchfell, weil Lücken dafür da sind, dass sozusagen Organe, durch dieses Zwerchfell durchtreten, zum Beispiel die Bauchschlagader oder erst Brust, dann Bauchschlagader. Das heißt, unser größtes Rohr, was sich im Körper befindet und das Blut transportiert, das muss ja einmal durch diese Muskelplatte durch. Und Mhm. deswegen gibt es dort eine Lücke. Die ist aber normal, die ist hat der Körper sozusagen so angelegt. Und wenn eben diese, Fasern des Zwerchfells sozusagen, die sehr eng an diesem Gefäß drumrum liegen, die beinhalten eben diese Nervenbahnen. Und wenn die zu verkrampft sind, vernarbt sind, zu fest sind, dann kann es dazu kommen, dass diese Nervenbahnen geärgert werden, so würde ich es mal bezeichnen. Und dann kann es zu verschiedenen Symptomen kommen. Mhm. Und welche Symptome wären das dann? Gibt's da die klassischen Symptome und gibt es aber auch, ähm, PatientInnen, die du hattest, die eher untypische Symptome hatten, aber trotzdem dann das Dunbar-Syndrom festgestellt wurde? Ja. Ja, das ist nicht ganz einfach. Es ist ja in der Medizin gibt es immer nie sozusagen immer das, was im Lehrbuch steht, ne? Du kannst 60, 70% der Patienten haben relativ klassische Symptome und dann gibt es immer Patienten, die auch davon abweichen können. Ja. Sodass man dass ich immer versucht habe, in der Regel auch Patienten, die eher 'ne oder, nicht ganz typische Symptomatik haben, trotzdem, ernst zu nehmen, weil in der Regel ist es ja so, die Beschwerden, die der Patient hat, die lassen sich so schwer messen. Genau, so schwierig ist es eben, Schmerz zu messen, weil zum einen jeder empfindet ihn anders und es gibt sozusagen kein Gerät, was Schmerz messen kann, sondern es ist Ja. häufig eine subjektive Empfindung, die bei jedem anders auch, tatsächlich, stattfindet. Unsere sozusagen, Schmerzempfindungen, die sind eben sehr unterschiedlich, kann, auch mit, Erfahrungen zu tun haben, die jeder in seinem Leben gemacht hat, sodass die Schmerzschwelle herabgesetzt ist oder so, ne? Und, ganz typische Symptome des Tronkus-Celiacus-Kompressionssyndroms, wie es ja auch, genannt wird, hm, betreffen zum einen, Beschwerden, die nach dem Essen häufig auftreten. Das heißt, die Patienten haben 20, 30 Minuten nach der Nahrungsaufnahme Schmerzen im Oberbauch, und es ist ganz häufig eine vegetative Symptomatik dabei. Und die finde habe ich zumindest so empfunden, die war immer relativ konstant tatsächlich auch erfragbar. Das heißt, Patienten, die zum Beispiel manchmal eine Art von Herzrasen hatten, Herzklopfen hatten, Schweißausbrüche hatten, ähm, das waren Symptome, die fast immer dabei waren. Und die Schmerzen, die, waren eben nahrungsabhängig, führten dazu, dass Patienten Gewicht abgenommen haben. Also, das ist so klassische Dinge, die man erfragen konnte. Der Mhm. Schmerz nach dem Essen, die Gewichtsabnahme, weil der Patient nicht mehr essen wollte, nicht mehr essen konnte, sich nicht mehr getraut hat und 'ne vegetative Symptomatik, ne? Aber
alles in unterschiedlicher Ausprägung, manchmal mehr, manchmal weniger. Gibt ganz, ganz viele Grauzonen in dem Bereich. Es gibt nicht immer nur 0 und 100%, sondern es gibt ganz viel dazwischen. Ja. Ja. Mhm. Ja, ich habe ja, tatsächlich in den Selbsthilfegruppen, ja, auch jetzt über Social Media einfach, mit vielen, Betroffenen auch schon Kontakt gehabt, auch schon Podcastaufnahmen gehabt. Und es ist schon heftig, wenn man gerne essen möchte und man kann nicht, ne? Und dann diese Angst vorm Essen, also, das ist ja auch, ja, 'ne extreme Belastung, die einen ja auch, völlig im Alltag einschränkt und teilweise ist es ja wirklich bei manchen, Betroffenen dann irgendwann sogar lebensbedrohlich, ne, wenn die Abnahme zu stark ist. Ähm, Da habe ich dann teilweise auch schon gehört, dass dann künstliche Ernährung oder, ähm, ja, da dann gar nicht entdeckt wurde, was eigentlich die Ursache dafür ist und, viele dann auch, ja, Diagnosen erhalten, die vielleicht eher Fehldiagnosen sind. Wie sind deine Erfahrungen da? Ähm, Betroffene wann sind Betroffene zu dir gekommen? Ähm, ja, wie ist da so dieser klassische Weg, den du immer wieder gehört hast? Ja, also es ist so, dass das ja eine sehr seltene Erkrankung ist, muss man ja tatsächlich immer noch sagen, auch wenn ihr ja in eurem sozusagen in eurer Gruppierung euch trefft und das Gefühl habt: Mhm. „Mensch, es gibt ganz viele von uns“, aber in der Gesamtschau ist es trotzdem noch eine seltene Erkrankung. Und es Mhm. ist eine Erkrankung, die ganz viele nicht kennen und leider manchmal kennen, aber sagen: „Es gibt diese Erkrankung nicht.“ Also, Ja. das, habe ich auch ganz viel von Kollegen gehört, die gesagt haben: „Das ist Quatsch“, ne? Ja. Das ist, nicht nachgewiesen, das ist alles Blödsinn und daran glaube ich nicht. Und, deswegen ist es auch nie 'n Riesenthema gewesen im Rahmen einer Ausbildung unseres Medizinstudiums. Da Mhm. kam eigentlich jetzt nicht wirklich vor. Und, es ist ja so, dass es gibt eine Gruppe von Leuten, die sich irgendwann speziell damit, auseinandergesetzt haben, also Kollegen. Mhm. Die habt ihr ja jetzt sozusagen in eurem Podcast auch, glaube ich, schon 'ne ganze Menge von denen Mhm. interviewt, weil es eben Menschen sind, die sich eben speziell um dieses Krankheitsbild gekümmert haben, sich damit auseinandergesetzt haben. Und im Endeffekt ist es so, man muss tatsächlich sagen, manchmal braucht der Patient Glück, an jemanden zu geraten, der weiß, worum es bei dieser Erkrankung geht, der das schon mal gehört hat, der sich damit sozusagen auseinandergesetzt hat und dann eben die Patienten bahnt und versucht, sie in die richtige Richtung zu bringen, die richtige Diagnostik zu machen oder an die richtigen Stellen zu schicken. Und, der Vorteil von Social Media ist, dass viele Patienten, sozusagen nach ihren Symptomen selber suchen. Und das ist das, was in den letzten Jahren einfach mehr geworden ist, dass viele, Patienten, die ich auch gesehen habe, in der Regel selber da drauf gekommen sind, weil sie ihre Symptome eingegeben haben bei Google und gesehen haben, was das könnte es das und das sein. Und Ja. manchmal eben auch mit dieser Verdachtsdiagnose zu ihren Ärzten gegangen sind, ne? Mhm. Das ist schon auch ein häufiger Weg bei dieser Mhm. Erkrankung. Und welche Fehldiagnosen sind so typisch, die man so von Ärzten bekommt, die Mhm, das Gefäßkompressionssyndrom nicht kennen? mhm. Ja, 'ne relativ häufige, Zusammenhang habe ich gesehen mit Endometriose. Das heißt, viele Patientinnen sind ganz häufig auch wegen Endometriose behandelt worden. Manchmal hat's geholfen, manchmal hat teilweise geholfen, aber ganz viel wurde eben auch, auf die psychische Erkrankung, letztendlich nachher das subsum oder reduziert im Endeffekt für die Patienten ganz dramatisch, weil sie natürlich einfach nicht ernst genommen werden dann in dem Moment, ne? Weil man ihre Beschwerden nicht ernst nimmt und, ihnen eigentlich nicht richtig zuhört, ja. Mhm. Aber ganz oft ist es die Familie gewesen, die
dann auch weiter es sind ja viele junge Menschen gewesen. Also, ich habe viele junge Frauen und junge Mädchen gesehen, die einfach mit den Eltern kamen, die sich Sorgen gemacht haben, die denen auch geglaubt haben, ne? Und, das war schon so, aber Mhm. Ja, das ist auch, was ich jetzt noch fragen wollte. Sind Frauen und Männer gleich betroffen? Es sind mehr Frauen, Mhm. aber ich habe auch einige Männer oder junge Männer operiert. Also, ich würde mal sagen 6:1, so von meinem Gefühl her. Mhm. Also, ich kenne Mhm. keine genauen Daten, da musst du wahrscheinlich Dr. Lichtenberg fragen. Der ist derjenige, Und der da 'n bisschen, ja, ich frage sich mich dann, ja, ähm, gibt es irgendwie ich meine, es ist 'ne seltene Erkrankung. Meistens gibt's bei seltenen Erkrankungen, weil der Bedarf nicht, so hoch ist, wenige Studien, wenig Forschung. Ähm, ja, mich würde halt auch und sicherlich auch alle anderen, die davon betroffen sind oder jetzt auch zuhören und vielleicht vermuten, dass das bei mhm, ihnen, der Fall sein könnte. Hm, ja, wie soll ich sagen, wodurch entsteht es? Wer ist irgendwie davon wer ist gefährdet sozusagen, das zu bekommen? Sind es irgendwie spezielle schlanke Menschen oder ist das einfach hat man einfach Glück oder Pech oder ja. Also, es gibt 'n ganz typischen Habitus eigentlich von Personen, also, es sind junge Frauen. In der Regel beginnt es in der Pubertät. mhm, Deswegen glaube ich schon auch, dass es was mit'm Wachstum zu tun hat, aber soweit ich weiß, gibt es dazu tatsächlich keine Studien. Wird's wahrscheinlich auch nicht geben, weil keine Pharmaindustrie da irgend 'n Vorteil von hat, da 'ne Studie aufzulegen. Und du hast in der Regel auch nie so 'ne Menge an Patienten, damit du irgendwelche verlässlichen Studienergebnisse hast, ne? Das sind ja alles nur oder kleine Fallbeispiele? Gruppen von Menschen, Mhm, die du dann untersuchen kannst, ne? Von daher mhm, wird es keine riesige, sozusagen riesig angelegte Studie geben zu dem Thema, sondern das sind alles nur Erfahrungswerte, die bestimmte Ärzte sammeln, weil sie sich, ganz viel damit auseinandersetzen, weil sie viele Patienten sehen. Ähm, ja, das ist also junge Mädchen, in der Pubertät, da beginnt es ganz oft. Dann ist es so, dass sich das entwickelt, dass sich das aufbaut. In der Regel sind das keine übergewichtigen Menschen. Denn mhm, also, ich habe, hm, Patienten gesehen, ähm, w die übergewichtig waren, wo man einfach auch im Nachhinein sagen musste, die Diagnostik und die Symptomatik passte einfach nicht dazu. mhm, Aber was ich schon gesehen habe, und das ist das, ähm was ich finde, es sind eben doch auch ältere Frauen gewesen, die zu mir gekommen sind. Und wenn du die genau befragt hast, dann war es eben doch so, dass sie gesagt haben: „Ich habe eigentlich schon seit 20, 30 Jahren meine Beschwerden, habe ja, damit gelebt, weil ich dachte, das ist bei mir so.“ Und das ist so eine Art von Gewöhnung, ja, die wir als Menschen haben. Wir gewöhnen uns an gewisse Dinge und mhm, versuchen, sie in unseren Alltag einzubeziehen und irgendwie damit umzugehen. Und, ähm, deswegen ist das etwas, wo man nicht sagen kann, sobald du älter bist, hast du diese Erkrankung nicht mehr. Nein, es kann eben sein, dass man die schon ganz lange hat. Und mhm, dann habe ich eine kleine Gruppe von Menschen gesehen, da gab es einen Auslöser, zum Beispiel durch einen Infekt, ja, die später mit 40, 50, 60 Jahren plötzlich 'ne gastrointestinalen Infekt hatten. Und das war manchmal der Auslöser dafür, dass diese Erkrankung aufgetreten ist. hm, Also, von daher, es gibt keine Tabelle, wo du reingucken kannst und sagen mhm, kannst, nur die oder nur die und die gar nicht, sondern man muss halt immer so ein bisschen hinhören und, versuchen, die Symptome, die die Patienten haben, zusammen mit den Untersuchungsergebnissen irgendwie zusammenzubringen. Und letztendlich habe ich den Patienten, die ich operiert habe, immer gesagt: „Ich kann es Ihnen nicht garantieren, ob ich Ihnen helfe. Ja, es ist ein Versuch, es ist hochwahrscheinlich.“ Ich habe immer geguckt, dass ich ein ganz gutes Gefühl dabei hatte. Wenn ich, Patienten zu einer Operation geraten habe, dann habe ich eigentlich nur bei denen, von denen ich selber überzeugt davon war, dass das diese Erkrankung ist, nur mhm, die habe ich operiert. Und, aber immer mit dem Hintergrund, dass ich gesagt habe: „Es kann auch sein, dass es sich nicht oder nicht viel bessert“, ja? mhm, Das ist eben das Problem. Es gibt keinen Beweis, dass die Symptome, die der Mensch hat, mit einer Veränderung, die man bei Untersuchungen sieht, auch wirklich zusammenhängt. mhm.
Bei den, anderen Gefäßkompressionssyndromen wie Nussknacker, Mye-Turner und so, heißt es ja auch, also, was irgendwie alle gemeinsam haben, ist, dass die meisten sehr schlank sind. Ich denke, bei Dunbar, ja, irgendwie logisch, wenn man nichts mehr essen kann und beim Essen Schmerzen hat, ne? Ja, ja. Aber auch, Betroffene, die jetzt vielleicht den Schwerpunkt eher auf anderen Kompressionen haben, ne, von der Nierenvene oder Beckenvene. Das ist jetzt bei mir zum Beispiel eher so der Schwerpunkt. Ähm Zieht sich das halt doch irgendwie durch, dass das immer schlanke Menschen sind, dass es hauptsächlich Frauen sind, dass die Problematiken schon wirklich, in der Pubertät angefangen haben, auch wenn man's, wie du gesagt hast, erst hinterher versteht. Und bei jedem ist es dann irgendwie was anderes, ne? Und, das ist ja dieses Komplexe und da kann man dann auch den Ärzten teilweise gar nicht den Vorwurf machen, wenn irgendwie von Kopf bis Fuß überall Stellen sind, die wehtun und, Mhm. das so komplex dieses Beschwerdebild ist, dass die teilweise gar nicht wissen, was sie mit einem machen sollen, ne? Und man wird ja auch, zu verschiedenen Fachärzten geschickt. Es gibt ja nicht wirklich den einen, ähm, Arzt, der jetzt quasi die ganzen Gefäßkompressionen abcheckt, ne? Ne, genau. Ich habe mich da tatsächlich auch vor allen Dingen, um das Dunbar-Syndrom, ja, Ja. gekümmert und das eben auch das, was wir operativ lösen konnten. Bei den anderen Gefäßkompressionssyndromen geht's ja eher tatsächlich darum, also, bei der Beckenvene würdest du ja eher stenten. Das ist also eher die Domäne der Interventionalisten, ne, der Angiologen oder der Radiologen, die sich damit, in den letzten Jahren auch ein bisschen mehr beschäftigt haben, Mhm. wo es eben dann auch bestimmte Materialien gab, die es vor 10 Jahren einfach noch nicht gab. Es Ja, gab nicht diese großen Stents, ne, für das Beckenvenen. stimmt. Aber Nussknacker ist, sehr, wie nennt man, stiefmütterlich, Ja, behandelt worden in Deutschland, ne? Da es sieht's in den USA ganz anders aus. ja, okay. Also, Ähm, ist auch schwierig, weil was machst du denn da? Im Endeffekt, ich weiß, es wird 'ne Riesen-OP manchmal, durchgeführt, um das, Problem zu lösen. Ähm, ja, also, da muss ich sagen, bin ich sicherlich auch jetzt nicht die Spezialistin, ne, aber gar nicht. es ist Überhaupt nicht. Wir ich habe natürlich immer mal Patienten gehabt, die zu mir kamen und gesagt haben: „Ja, ich habe diese ja, ganzen Kompressionssyndrome.“ Und, mhm, ihr wisst ja, es gibt letztendlich Kollegen, die, wahnsinnig viele Untersuchungen machen und immer ja, dann sozusagen alle Kompressionssyndrome bei einem Patienten vereint finden. mhm, Und so sind viele Patienten zu mir gekommen, mhm, ähm, mit dem Wissen, ich habe das alles. Und wenn mhm, du sie dann aber befragt hast, war das nicht so, dass irgendwelche spezifischen Symptome auf diese anderen Kompressionssyndrome hingewiesen haben. mhm, Und davor will ich auch ein bisschen schützen, nur weil es in irgendeiner Untersuchung vielleicht einen Hinweis darauf gibt, solange keine Beschwerden in der Richtung vorhanden sind, mhm, muss man es nicht behandeln. Und, dazu muss genau. man auch sagen, es gibt ja 'ne spezielle Diagnostik für das Dunbar-Syndrom. Das heißt, du machst ja 'ne MR-Angiografie und guckst dir eben das Gefäß an oder 'n Ultraschall, hm, ob es abgeknickt ist in Ein Ausatmung, was schon Mhm, relativ typisch ist. Aber ich habe viele Patienten gesehen und das ist eben auch das Argument von den Ärzten, die sagen: „Das gibt es nicht.“ Es gibt diese Veränderung, ohne dass sie Beschwerden machen. Und genau. das Und ist das eben gibt's der ja bei Punkt. allen, ne? Mhm. Und deswegen die Beschwerdesymptomatik ist aus meiner Sicht das, was mit das Hauptkriterium sein Mhm. muss, nicht ein Untersuchungsergebnis. Ja, Wir machen keine Bilderbehandlung, ne? Und ja, das ist das, wovor ich immer auch ein bisschen warne. Ganz egal, ob 'ne sozusagen es so aussieht, als wenn eine Nierenvene abgedrückt wird. Solange sie keine Beschwerden macht, muss ich sie nicht behandeln und vor mhm, allen Dingen nicht mit einer riesigen Operation. Mhm. mhm, mhm. Da kann ich vielleicht, so 'n kurzen Abstecher zu meiner Geschichte machen oder meiner Erfahrung. Ich war ja bei, Dr. Scheubach, also, ich habe ja von Dr. Putz, die Verdachtsdiagnose erhalten, und war dann auch bei Dr. Scheubach und er hat bei mir auch Dunbar gesehen, ne? Mhm. Aber, hatte dann zu mir gesagt, es ist, also, ich hatte überhaupt gar keine Probleme mit Essen, noch nie. Bei mir liegen die Probleme ganz woanders.
Ähm, und er hat dann gesehen, dass da trotzdem irgendwo 'ne Einengung da ist, ne? Aber hat dann auch während dem Ultraschall gesagt: „Tief einatmen, ausatmen“, und hat gemeint: „Okay, wenn ich tief einatme, geht es komplett auf“, so. Und, da ich da ja auch gar keine Probleme habe, die typisch dafür sprechen, war das dann für mich auch überhaupt kein Thema, dass ich das jetzt irgendwie angehen muss, ne? Und, ähm, ich hatte ja, auch das Gespräch mit Doktor Lichtenberg, und der meinte, dass man auch nur von einem Syndrom spricht, wenn wirklich 'n Beschwerdebild auch vorhanden ist, ne? Ansonsten gibt es einfach Leute, und teilweise ist es sogar auch bei Endometriose so, ne, typische Frauenerkrankung, die jetzt erst wirklich bekannt geworden ist. Es gibt welche, die haben Endometrioseherde im Körper, aber die haben keine Beschwerden. Und ich glaube, ja, das, ja, ist, Ja, glaube ich, man darf selbstverständlich. sich nicht verrückt machen lassen durch Ja, irgendwelche genau, Untersuchungsergebnisse. Das ist einfach wichtig. Aber genau. es passiert ja in unserem Kopf automatisch, Ja, ne? Du denkst darüber nach, ja. hörst in dich rein, ähm, denkst tausendmal: „Ah, könnte jetzt doch irgendwas sein.“ Dann zieht es und zwickt es. Ich meine, das passiert bei allen von uns, ne? Und Ja. trotzdem fängt man dann an, Dinge, miteinander zu verknüpfen und das ist nicht ganz ungefährlich. Mhm. Also, das ist Ja, es schon. gibt sicherlich, welche, die sich dann da vielleicht auch reinsteigern, ne, Angst haben. Ich meine, das ist ja auch, total menschlich. Aber letztendlich sind ja zu dir doch eher die gekommen, die wirklich massiv Einschränkungen und Beschwerden hatten. Wie ist denn die Diagnostik? Also, das Erste, was du machst, ist natürlich Anamnese. Wie lange ha geht das schon, ne? Was sind die Beschwerden? Und das Einfachste ist erst mal 'n Ultraschall. Mhm. Das heißt, du machst eine Ultraschalluntersuchung, bei der du die Bauchschlagader und die abgehenden Gefäße darstellst und dann eben auch guckst, was passiert bei der Ein und Ausatmung, weil das Typische ist eben, dass es sich verändert, so wie du das eben schon gesagt hast. Aber eigentlich andersrum. Es wird schlimmer bei der Einatmung und Ach so, besser bei der Ausatmung. vielleicht habe ich's Ja, auch ich ne, stimmt nicht, vertauscht. stimmt nicht. Kann Ne, gut du sein. hast recht. Warte mal, warte mal. Also, es wird schlimmer bei der Ausatmung und besser bei der Einatmung. So, das hattest du, glaube ich, auch gesagt, ne? Keine Ahnung wie rum, aber ich Ne, gebe die keine Garantie. Expiration ist eigentlich das Problematische Mhm, für die Ausatmung. mhm. Da verändert sich das Zwerchfell so sehr, dass sozusagen dieses starre Gewebe, was über das, Gefäß drüber wegläuft, das verändert sich nicht mehr mit unserer Ein und Ausatmung. Mhm. Und dann das bleibt stehen und das Gefäß muss im Endeffekt um das Band herum sich bewegen. Und deswegen kommt es dann zu diesem Druck, zu diesem Einknicken, was man dann typischerweise im Ultraschall sehen kann. Und man kann es eben auch sehr gut in der Kernspintomographie sehen, aber nur wenn die Kernspintomographie gezielt daraufhin, durchgeführt wird. Mhm. Das war eben das Tolle, dass bei uns in der Klinik hatten wir eine Radiologie, die sich dann eben, weil wir das behandelt haben, weil wir so viele Patienten gesehen haben, noch mal explizit damit beschäftigt haben. Die haben eine Kernspintomographie gemacht mit Kontrastmittel, Mhm. und haben dann die Gefäße mit dem Kontrastmittel sozusagen angefärbt und haben die Patienten dann während der Untersuchung tief einatmen, tief ausatmen lassen. Und dann kam eben eine Art Videoaufnahme heraus, wobei man dann extrem gut sehen konnte, was passiert denn bei der Ein und Ausatmung. Und da das eine Untersuchung ist, 20, 25 Minuten dauert so eine Kernspintomographie, hast du eben auch eine dynamische Untersuchung. Die Mhm. hast du Mhm. eben nicht bei einem CT. Und CT ist keine vernünftige Diagnostik bei Verdacht auf ein Kompressionssyndrom, weil du eine Untersuchung hast, die in der Regel 10 Sekunden dauert und im schlimmsten Fall hast du genau die Phase erwischt, wo kein Kompression des Gefäßes da ist. Deswegen 'n CT bringt gar nichts oder nicht viel. Manchmal hat man Glück und sieht's, aber es ist eben kein hundertprozentiger Mhm. Beweis, wenn es nicht zu sehen ist, ne? Mhm. Ja, das ist, 'ne sehr, sehr wichtige Information. Mhm. Ähm, und gibt es denn auch konservative Therapiemaßnahmen? Ja, also ganz konservativ ist schwierig, aber es gibt Möglichkeiten.
nicht zu operieren, Mhm. indem man in diesen sozusagen in dieses Gewebe, wo die Nervenbahn, wo der Plexus Ciliacus sozusagen sich befindet, ein örtliches Betäubungsmittel hineinspritzt. Es ist trotzdem natürlich noch ein kleiner Pieks in örtlicher Betäubung, aber du wirst nicht sozusagen operiert, du wirst nicht aufgeschnitten, du kriegst keine Vollnarkose. Und das Ganze wird CT-gesteuert gemacht, einfach um exakt die Nadelspitze sozusagen zu positionieren. In der Regel ist es so, dass man bei der ersten, Dosis ein Betäubungsmittel gibt, und sagt dem Patienten: „Jetzt bewegen Sie sich, versuchen Sie mal Ihren Alltag sozusagen auszuführen, was zu essen.“ Und so ein Betäubungsmittel hält in der Regel 2 bis 4 Stunden an. Mhm. Wenn das einen positiven Effekt hat und der Patient sagt: „Ja, ich merke, dass es mir besser geht“, dann würde man das Gleiche noch mal machen, aber dann mit einem Medikament, was sozusagen den Plexus verödet. Das heißt, dauerhaft, ähm, ausschaltet, sagen wir es mal so. Mhm. Also den quasi Nerven Mhm. Tötet, ausschaltet, tötet. tötet. Gott, das hört sich ja jetzt so 'n bisschen Ja, ist nicht schlimm. Also, brutal an. passiert jetzt nichts, es stirbt Ja. nichts ab im Körper, Mhm. Mhm. aber die Nervenbahnen sind sozusagen, inaktiv, sage ich Mhm. so, ja, und können die Schmerzreize nicht mehr weiterleiten. Mhm. Ähm, muss man also ist es dann für immer? Meine Erfahrungen sind tatsächlich nicht besonders gut damit gewesen. Mhm. Also das hält nicht wirklich an? Ne, und das ist auch gar nicht so einfach, diesen, Bereich, der tatsächlich die Schmerzen verursacht, zu treffen, ne? Das ist Mhm. viel Glück, muss Mhm. man sagen, weil du siehst eben, im CT nicht einen Nerven. Ja, Nerven stellen sich in der Regel nicht dar und, also nicht, wenn sie nicht sozusagen so fingerdick oder daumendick sind, aber das sind sie in dem Bereich nicht. Das Mhm. heißt, du kannst nur eine Vermutung anstellen. Du kannst Mhm. nur vermuten, da laufen eventuell die Nervenbahnen lang, weil sie fast immer dort in dem Bereich sind. Mhm. Und, von daher sind jetzt meine Erfahrungen damit jetzt nicht Nicht so so gut. toll gewesen, ne? Mhm. Das ist immer für Menschen, die gesagt haben: „Ich lasse mich nicht operieren, ich habe Angst davor“, oder haben ein Rezidiv und, 'ne nochmalige OP ist eben dann schwierig. Dann machst du eben solche, Mhm. Therapieversuche, nenne ich's mal, Mhm. um jetzt den Patienten nicht zu sehr zu gefährden und, zu sagen: „Wir probieren's jetzt einfach mal“, ne? Mhm. Mhm. Das heißt, letztendlich bleibt ja dann doch der Schritt zur OP. Wie läuft so 'ne OP ab? Was wird da genau gemacht? Also, ich würde heutzutage immer raten, wenn ihr euch operieren lasst, lasst euch, wenn es geht, laparoskopisch operieren. Das heißt, in dieser Bauchspiegelungstechnik, weil es doch weniger postoperative Komplikationen macht. Man kommt extrem gut an den Bereich ran, man kann's sehr gut beurteilen. Ähm und also, Bauchspiegelungstechnik heißt in dem Fall, man hat 5 Zugänge, das heißt so 5 Zentimeter große Schnitte. Dann werden Instrumente eben in diesen Bauchraum, gebracht, und eine Kamera. Dann wird der Bauchraum mit, Luft gefüllt, einfach um Sicht zu haben. Und, dann wird der Bereich, um den es geht, das heißt, das Gefäß, was aus der Bauchschlagader herauskommt, mit dem darüber ziehenden Gewebe, wird im Endeffekt, präpariert. Das Mhm. heißt, dieses kleine Gefäß, um was es geht, das wird von dem ganzen Gewebe, was drüber läuft, befreit. Das Mhm. wird, resiziert, also entfernt, verbrannt, verkokelt, einfach um alle Nervenbahnen, die da eventuell drin sind, weil du kannst sie mit dem bloßen Auge nicht sehen. Auch da kann man immer nur vermuten, dass man am richtigen, Organ sozusagen ist, Mhm. um das totzustellen oder lahmzulegen oder inaktiv zu machen, ne? Mhm. Ähm, meine Erfahrungen mit den Operationen waren eigentlich immer so, dass ich bei der OP schon gemerkt habe, passt die Diagnose oder nicht? Weil Mhm. ich in der Regel, wenn dann wirklich Gewebe gesehen habe, was zu einer extremen Schnürung des Gefäßes gekommen ist, ne? Manchmal hat man sogar, nachdem man das Ganze entfernt hat, noch eine Delle im Gefäß gehabt, weil es einfach über Jahre hinweg eine dauerhafte Einschnürung gewesen ist, ne? Und
das war so, also, ich habe ja immer ein festes Team gehabt, was das mit mir operiert hat, und, das ist schon eine OP, die hochanspruchsvoll ist, wo ich nicht immer so ganz entspannt war, weil man einfach wirklich Millimeter entfernt von großen Gefäßen sich bewegt, und Mhm. man will natürlich sozusagen ja kein Gefäß verletzen. Das heißt, jeder Schritt, den du machst, sind immer nur Millimeter, 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 bis man sozusagen den ganzen Bereich frei, präpariert hat. Und ganz oft war es dann so, wenn ich an dem letzten Punkt war, was sozusagen das straffe Gewebe, betraf, was rüberziehen. Es war manchmal so wie so eine Achillessehne, die reißt. Das hat richtig geknallt, wenn ich sozusagen dieses feste Band durchtrennt hatte, ne? Und das war Wow. dann wirklich so, dass ich hinterher auch zu den Patienten gegangen bin und gesagt habe: „Ich bin mir sehr sicher, dass ich Ihnen mit der OP geholfen habe.“ Weil ich wusste, der OP-Befund, gibt das her. Mhm. Gab immer auch natürlich 'n kleinen Teil von Patienten, wo das nicht so war, wo ich dann hinterher gesagt habe: „Ne, sehr wahrscheinlich werden Sie keine Besserung spüren.“ Oder es gab Befunde, die ganz anders waren, große Lymphknoten. Ähm, Wir haben auch manchmal Lymphknoten entfernt und eingeschickt, einfach weil ich gesehen habe, da ist 'ne ganz andere Problematik einfach Mhm. vorhanden. Ja. Aber ist interessant. Also, es kann auch sein, dass während der OP dann was anderes festgestellt werden kann. Ähm, Genau, also manchmal haben wir das auch kombiniert, wenn Patienten, immer auch noch 'ne Verdachtsdiagnose, 'ne Endometriose hatten, dann haben wir immer noch mal in den ganzen anderen Bauchraum geguckt, manchmal die Gynäkologen dazu geholt, gebeten: Mhm. „Mensch, schau mal mit drauf, könnte das 'n Endometrioseherd sein?“ und so weiter. Also, wir haben dann schon versucht, hm, das so 'n bisschen komplex auch zu betrachten, Mhm. und ja. Mhm. Und wie sind jetzt, so die Langzeiterfahrungen, nach so 'ner OP? Ist es damit dann oft erledigt, das Problem? Hm. Das müssen natürlich am ehesten die Patienten sagen, aber also, meine Erfahrung ist schon so, dadurch, dass ich das so lange gemacht habe, Mhm. hm, und die, Patienten, glaube ich, 'n ganz guten Kontakt zu mir hatten. Es gab natürlich immer Menschen, die nach 2, 3 Jahren gesagt haben: „Ja, ich, merke wieder was“, ne? Und wenn die Beschwerden ganz stark waren, machst du ihnen noch mal 'ne neue Diagnostik, und wenn du dann wieder 'ne Einschnürung siehst, dann habe ich Patienten auch noch mal operiert. Mhm. Aber so aus meiner Erfahrung, wenn du das, so wie ich, relativ ausgedehnt machst, diesen ganzen Bereich freizulegen, habe ich nicht so viele Rezidive tatsächlich Mhm. gesehen. Die meisten Patienten, die ich nachoperiert habe ich, nachoperiert, weil sie woanders behandelt worden sind und dann gesehen habe, aber der Bereich, um den es ging, der ist gar nicht präpariert, ne? Also, das heißt, es ist nicht so ausführlich das Mhm. ganze Gefäß freigelegt worden, um alle Nervenbahnen auch wirklich, zu, treffen. Mhm. Also, das ist Also, so meine Erfahrung ist es dann gewesen. auch so 'n bisschen man kann quasi auch zu wenig freilegen und, ähm, Definitiv. weil also, das kennt man ja zum Beispiel auch von, anderen Operationen, grade im Bauchraum, ist es ja oft, dass, dann das 'ne OP zu Verwachsungen führen kann, ne? Und dass dann oft, Personen dann eher mit Verwachsungen zu tun haben als mit der, ursprünglichen Problematik. Ist die Gefahr auch, bei dem Dunbar-Syndrom groß, dass da sich irgendwie Verwachsungen bilden? Also, die Verwachsung an sich ist gar nicht das Problem. Erstens, die Okay. Laparoskopie führt in der Regel kaum zu Verwachsungen im Gesamtbauchraum, ne? Alle haben ja immer Mhm. Angst davor, dass es irgendwelche, Verwachsungen im Bauch gibt. Bei Mhm. laparoskopischen Operationen ist es Ja, nie. aber so dieses Wegschneiden, Das, was man operiert, wenn da 'ne Narbe entsteht, tut gar nichts. Warum führt es zu 'nem Rezidiv? Weil die Nervenbahnen sich wieder aneinander sozusagen versuchen, wieder aneinander zu kommen. Das mhm.
in vielen anderen Regionen im Körper ja genau das Gleiche. Manchmal möchte Ja, man es, wenn man, einen Nervenschaden hat, dann freut man sich, wenn die Nervenbahnen wieder zusammenwachsen und der genau, Nerv wollte ich wieder gerade sagen. funktioniert. In Eigentlich dem freut Bereich man sich. möchte man das halt nicht, ne? Und deswegen muss man auch relativ viel entfernen, damit die Nervenbahnen nicht wieder sich sozusagen miteinander verbinden können. Und, was wir gemacht haben in Reinbek, dass wir immer auch eine Art Vlies sozusagen in diesen Bereich gelegt haben, um eben zu verhindern, dass die Nerven von links und rechts wieder in der Mitte sich treffen und dann wieder 'ne sozusagen 'ne Bahn bilden, wo dann die Signale wieder entstehen können. Das ist ja interessant. Das ist mir jetzt nämlich total neu, das habe ich noch nicht gehört. Ähm, macht das Gut, du kannst natürlich nicht für Kollegen sprechen, aber ist es 'n Standard, dass man das macht oder habt nur ihr das gemacht, weil ihr festgestellt habt, damit sind die Chancen größer, dass eben die Nerven sich nicht mehr miteinander verbinden? Ja, ist gute Frage, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, das muss ich tatsächlich sagen, ich bin jetzt nicht diejenige gewesen, die viel auf Kongressen unterwegs ist. Ja, Ähm, Es ist ja. ja jetzt auch nicht unbedingt so 'n Thema gewesen, was, auf Kongressen ganz, großartig diskutiert wird, ne? Mhm. Ich weiß, dass wir es so gemacht haben und Mhm. viele Patienten haben auch speziell tatsächlich gefragt: „Wie machen wir das und, womit macht man das?“ und so weiter. Hm. Aber in der Regel weil ich weiß tatsächlich nicht, ob's woanders auch gemacht wird. Mhm. Aber viel, viel Mhm. wichtiger finde ich, dass man sozusagen nicht einfach nur das Gewebe durchtrennt, sondern es muss z langstreckig wirklich gemacht werden über den ganzen Bereich des Gefäßes Mhm. und auch so, dass man also, es ist wenn du ein Gewebe hast, was du durchtrennst, dann zieht sich das ja sozusagen in die Seite oder an es zieht sich zurück. Ja. Und das kann man immer noch ein bisschen verstärken, indem man nicht nur durchtrennt, sondern indem man wirklich Nervenbahnen und Muskeln und Bindegewebe auch wirklich wegnimmt. Also, Mhm. ich habe mal versucht, so viel wie möglich zu entfernen, ne? Ähm, und auch richtig manchmal noch mal mit Hitze versuchen, das Gewebe zu, verkokeln, einfach damit da gar keine Aktivität mehr entsteht, ne? Mhm. Aber es ist alles sozusagen ohne einen wissenschaftlichen Beweis. Das muss man tatsächlich Ja, auch ehrlich sagen, ne? ja. Ähm, Dazu. jetzt noch mal ganz kurz, ich stelle mir jetzt halt grad 'n Vlies Aber in meinem Körper vor. Ist das also ist ganz klein. Also, das ganze Ding es ist ja alles tierisch vergrößert bei so 'ner Operation, ne? Und den Bereich, den man operiert also, ich würde mal sagen, das, was du nachher freigelegt hast, das ist so 'ne Größe von 4 mal 2 Zentimeter. Und mhm. dieses kleine Stückchen wird mit einem Art Vlies, bedeckt Mhm. und, das baut sich im Körper aber ab über einige Monate. Also, davon ist nachher nichts mehr. Das ist kein Kunststoffmaterial, Okay, sondern also das das ist bleibt nicht für immer im Körper, sondern es ist wirklich, dass das wahrscheinlich, in der Anfangszeit verhindern soll, wo vielleicht die Nerven besonders, äh, aktiviert sind und denken: „Wir müssen uns jetzt hier wieder zusammentun“, dass das quasi einfach das so 'n bisschen, so ist ähm es, genau. Das ist der Gedanke dahinter, ne? ja, okay. Ja Unsere gut, dann habe Erfahrung ich's war gut damit, deswegen haben verstanden. wir's auch so weitergemacht. Ist kein Nachteil für den Patienten. Ja. Es ist kein Fremdkörper, es gibt keine Fremdkörperreaktion. Du spürst das nicht, es wird abgebaut. Also, von daher, muss man sich deswegen auch keine Gedanken machen. Und wir Mhm. hatten zumindest das Gefühl, es hilft, dass nicht so viel Rezidive aufgetreten sind. Aber ich glaube, ein großer Punkt ist eben auch die OP-Technik. Du Mhm. musst es wirklich so ausgedehnt machen und dazu gehören Nerven. Also, meine Nebennieren waren ganz häufig wirklich am Limit, was so die Stressausschüttung anging, ne? Es ist 'ne hochgefährliche OP und deswegen das ist auch, etwas, was dann eher dazu führt, dass man denkt: „Na, ich höre jetzt lieber doch auf, ich habe Angst“, und dann wird zu wenig gemacht. Ja. Mhm. 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 Ja, also, es ist wirklich, 'n sehr spannendes Thema. Ich lerne jetzt auch immer mehr dazu mit jedem, Gespräch, was ich führe, ob jetzt, ja, mit Ärzten, Ärztinnen, oder mit Betroffenen. Hm.
Gibt es noch was, wo ich jetzt vielleicht gar nicht auf dem Schirm habe, wo du sagst, das ist super wichtig im Zusammenhang, mit dem, Dunbar-Syndrom zu wissen? Ja, also, was habe ich den Patienten hinterher gesagt? Ich habe gesagt, es wird jetzt nicht, also, auch wenn viele gesagt haben: „Ich merke sofort nach der OP 'ne Besserung", aber es ist hinterher ein unglaublich langer Prozess. Mhm. Es ist ja so, dass du, in der Regel bist du nicht nur 2 Monate davon belastet, sondern die viele Jahre. Das heißt, dein Leben hat sich dem angepasst. Du hast, chronische Schmerzen gehabt. Du hast dein Essverhalten geändert. Und das kriegst du nicht innerhalb von 2 Wochen wieder geändert. Und das ist das, was ich versucht habe, den Patienten zu sagen: „Das wird ein ganz langer, schwieriger Weg sein, auch hinterher." Und ich habe, auch heute immer noch Patienten, die mir mal, schreiben, die mir genau das einfach auch berichten, die gesagt haben: „Es hat ein paar Monate gedauert, bis Mhm. ich sozusagen, ähm, gar keine Beschwerden mehr hatte, bis sich wirklich es, dauerhaft, positiv geändert hat." Ähm, das ist so meine Erfahrung und das war mir immer ganz wichtig, weil es geht ja auch um 'ne gewisse Erwartungshaltung. Und, wenn jemand erwartet, nach 2 Wochen, Wunde ist verheilt, es ist alles weg, dann kann das nicht funktionieren und dann kann er nur enttäuscht werden, ne? Und da spielt natürlich unser Kopf eine riesengroße Rolle. Und wenn jemand aber sich wenn jemand weiß, dass das passieren kann, ist das immer ganz hilfreich. Und was ich den Menschen auch gesagt habe: Es kann sein, dass ganz viele andere Baustellen noch da sind, ne? Ich hatte einer meiner letzten Patienten, die ich behandelt habe, das war ein junger Mann, den haben wir operiert. Da war ich auch ganz sicher, dass wir das Richtige operiert haben. Aber es gab eben am Ende doch sozusagen, auch wenn es ihm zu einem großen Teil besser ging, gab es noch andere Probleme, die da waren. Und dann muss man eben, sagen: „Okay, ich habe eine Baustelle beseitigt, jetzt gehe ich das andere Thema an." Mhm. Und ihm geht es jetzt besser und ich glaube, er hat auch dann noch mal 'ne ganz andere Problematik, was den Darm anging, sozusagen, mitbehandeln lassen. Hm. Es gibt so 'n schönen Spruch in der Medizin: „Man kann eben Läuse und Flöhe haben." Und das ist auch ganz wichtig, dass man sich das Ja. klar macht, dass alle die Beschwerden, die man hat, die kann man oftmals nicht nur mit einer Erkrankung oder einem Syndrom erklären, sondern Mhm. man muss dann eben vielleicht schrittweise vorgehen und sagen: „Ich behandle jetzt eine Sache, gucke, wie es mir hilft und dann schaue ich oder dann schauen wird der behandelnde Arzt und ich mich kümmern, was bleibt denn dann noch über? So, und wie verändert sich das, ne? Das ist teilweise nicht ganz einfach, da brauchst du halt viel Geduld und brauchst auch gute Ärzte, die dich da begleiten und Ja. Ja, das ist voll gut, dass du das auch noch mal so zusammenfasst, weil, ich kenne das ja als Betroffene selber, wenn man jahrzehntelang Schmerzen hat und Probleme hat und dann ist da endlich, so 'n Hoffnungsschimmer und man klammert sich da wirklich dran und man denkt so: „Oh, jetzt fängt 'n neues Leben an." Also, es gibt ja grade in Social Media gibt's dann viele, die bezeichnen das dann so: „Ja, nach der OP fängt dann mein Leben 2.0 an" und so. Und da ist natürlich die Erwartungshaltung riesig, so ne? ist Auch wenn man natürlich gelernt hat, mit Enttäuschungen auch umzugehen, ähm, ist es die Geduld ist natürlich, ja, dieses ständige also, eigentlich sind wir Patienten, sehr geduldig, weil wir halt gelernt haben, auszuhalten, viel auszuhalten, trotzdem zu funktionieren. Ähm, aber die Hoffnung ist dann teilweise doch so groß, dass man natürlich denkt so: „Und jetzt nach der OP oder nach der Behandlung möchte ich jetzt sofort, 'ne Veränderung." Und selbst Leute, die vielleicht gesund sind, die vielleicht vom Arbeiten Rückenschmerzen haben, zur Massage gehen oder zur Physio, die erwarten also, irgendwie ist es so menschlich zu erwarten: „So, ich gehe da jetzt hin und danach geht's mir besser." Ähm, und ich merke selber, also mein größtes Problem war das Nussknacker-Syndrom. Ich hatte da starke Beschwerden linksseitig. Ich habe im April 'ne Autotransplantation der Niere gehabt und das ist jetzt 6 Monate her. Und
6 Monate lang habe ich immer wieder trotzdem Beschwerden gehabt und habe gedacht: „War das jetzt irgendwie umsonst und hat das nix gebracht?“ Und also, ich war da auch irgendwie hin und her gerissen und dachte: „Ja, dann brauche ich noch 'n Beckenstand“ und aber jetzt so 6 Monate später und seit 2 Wochen habe ich keine Schmerzen mehr an der Ja, Stelle. das ist gut. Also, da merke ich selber, wie Ja, lange es dauert und es ist ja logisch, genau. Ja. der Körper hat das einfach jahrzehntelang ertragen, irgendwie kompensiert auch, ne? Und so wie du sagst, man hat seinen Alltag dran angepasst. Und wenn du auch sagst, dass teilweise, wenn du operierst und selbst wenn du dann das Gefäß freigelegt hast, da sogar noch 'ne Delle drin ist. Das muss man sich ja auch mal so muss man auch mal wirken lassen, Genau, was also da man muss dem Körper einfach auch Zeit geben, ja, dann sich an so 'ne neue Situation zu gewöhnen, ne? ja, Also, es ist einfach so und ist ja gut, dass du diese Erfahrung jetzt gemacht hast nach 6 Monaten, dass du sagst: „Jetzt merke ich trotzdem, dass es besser geworden ist.“ Und das Schlimme ist in unserem Kopf, wir vergessen oftmals, wie schlimm es mal gewesen ist. Grade wenn ein Prozess so lange dauert und so oh ja, schleichend geht, ne? Ähm merkt man 'ne Besserung nicht immer unbedingt, weil man vergessen hat, wie ist es denn wirklich vor 6 Monaten mal gewesen, ne? ja, Und das ist manchmal nicht ganz einfach. Also, ja, ähm, ja, es ist immer ganz gut, sich ich glaube, deswegen hilft es euch auch, darüber zu sprechen, auszutauschen, auch f mit auch mit der Familie sich auszutauschen. Ich glaube, das ist 'n ganz wichtiger Punkt, dass man nicht ganz allein ist, wenn's irgendwie geht, sondern dass mhm, es Leute gibt, die, an einen glauben oder die, ähm, das auch ernst nehmen und, das auch respektieren, wenn es einem vielleicht nicht gut geht, ne? ja. Aber ja. Ja, wichtig ist halt wirklich dieses Verständnis, weil oft sieht man es einem ja nicht an. Grade, Dunbar-Betroffene kriegen dann oft gesagt: „Ja, iss doch einfach mehr und, ne, also, kann doch nicht sein, dass dir das wehtut zu essen.“ Oder, ne, dann wird dann unterstellt, man hat dann irgendwie 'ne Essstörung oder so und, da wird man auch oft ja, Mhm. hat man da kein Verständnis, ne? Mhm. Egal ob jetzt im privaten Umfeld oder auch dann von Gut, ja. Ärzten, Ärztinnen. Und, ja, ich habe deinen Namen natürlich in Bezug zum Dunbar-Syndrom sehr, 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 sehr oft gelesen. Somit, ja, weiß ich, dass wirklich, du sehr viele behandelt hast, operiert hast. Ähm Was wir jetzt an der Stelle noch, gerne sagen können, ist, dass du ja nicht mehr operierst, ne? Also, wir nehmen jetzt quasi diese Podcast-Folge auf, um eben, ja, dein Wissen, deine Expertise zu nutzen, um sozusagen das besser erklären zu können, als wenn ich das jetzt irgendwie, was weiß ich, aus Google vorlese. Deswegen ist es so wertvoll, dass du da jetzt, ja, mitgemacht hast. Ähm Mir ist jetzt tatsächlich noch eine Sache eingefallen, ähm, weil du meintest, dass du, 'n Patienten hattest, ne, bei dem dann 'ne Problematik auch, vorlag beziehungsweise zusätzlich vorlag. Es gibt ja auch noch das Wilkie-Syndrom. Und ich merke immer wieder, weil das Wilkie-Syndrom auch Probleme mit dem Essen beinhaltet, dass viele dann, so 'n bisschen verwirrt sind und unsicher sind und denken: „Ja, habe ich jetzt Dunbar-Syndrom oder habe ich Wilkie-Syndrom?“ Von den Symptomen überschneidet sich das 'n bisschen. Aber bei der Diagnostik ist es ja sehr offensichtlich zu sehen, wo dann die Problematik liegt. Ja, genau. Also Wilke-Syndrom, das ist ja diese Enge, die entsteht zwischen der ersten Darmschlagader und der Aorta. Das heißt, es ist sozusagen noch eine Etage tiefer. Und wenn dieser Winkel zu eng ist und genau dazwischen muss eben der Magenausgang sozusagen Richtung Dünndarm läuft genau dadurch. Und das ist dann wie 'ne Schraubzwinge, sodass die Patienten sozusagen so ein Problem einer Magenentleerungsstörung haben. Mhm. Aus meiner Sicht kann man das tatsächlich doch schon ein bisschen unterscheiden, dass die Symptome nämlich andere sind, weil die Patienten haben eher so eine Art Völlegefühl, ne? Die essen und dann haben sie das Gefühl, es wird nicht weiter transportiert.
viel Luft im Magen, Völlegefühl, Aufstoßen, dadurch bedingt natürlich auch Übelkeit, manchmal Erbrechen. Mhm. Natürlich ist es auch so, sie können nicht essen, sie nehmen ab und, aber soweit ich weiß, haben die in der Regel keine vegetative Symptomatik, ne? Das, was ich vorhin gesagt Ja. hatte mit den Schweißausbrüchen und, den Herzrasen, den kardiologischen Symptomen. Das passiert bei denen in der Regel nicht. Und tatsächlich ist es so, dass es, relativ gut in der, Angiografie, wenn du von der Seite die Aufnahme machst, siehst du eben diesen ganz, 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 spitzen Winkel zwischen beiden Gefäßen und das kann ein Hinweis sein. Und dann musst du halt ein bisschen anders, die nächsten, Diagnostiken machen. Das heißt, Mhm. Kontrastmittel einmal aufnehmen, in den sozusagen Magen-Darm-Trakt, um zu sehen, wie geht denn der Transport? Stoppt das Kontrastmittel im Magen? Wird das weiter transportiert und so weiter, ne? Da Mhm. muss man dann halt so ein bisschen in eine andere Richtung gucken. Auch das kann man behandeln, aber das ist auch tatsächlich eher eine große Operation. Ja. Das wird Ja, es war mir nur wichtig, weil ich das eben mitbekomme in den Selbsthilfegruppen auch, dass da immer 'ne große Unsicherheit ist, ne? Dass es mhm, einfach heißt: „Ja, ich kann halt nicht gut essen, ich habe danach Schmerzen, ich habe Übelkeit, Erbrechen“, ähm, und das dann oft nicht ganz gut unter so langsam ist bei mir auch vorbei. Ähm, ja, aber wenn du sagst: „Ne, da ist doch schon, auch von der Symptomatik her mhm, 'n Unterschied, man kann das gut erkennen“, ist das auch 'n ja, super Hinweis. ja, ja. Also, man muss schon sich so ein bisschen, sehr genau, analysieren, sagen wir mal so. Also, ich habe vielen Patienten oft auch geraten, 'n Tagebuch einfach mal zu schreiben, ne? Wann treten die Symptome auf? Wie oft kommen sie? Gibt es einen Zusammenhang Mhm, mit bestimmten Nahrungsmitteln? Das ist das, was ich häufiger gesehen habe, dass eben auch, sozusagen gastrointestinale Funktionsprobleme, das heißt Nahrungsmittelunverträglichkeiten, hm, die haben eben oft so eine verwaschene Symptomatik gemacht. Und, ähm, da habe ich den Patienten tatsächlich immer empfohlen, weil dieses subjektive Empfinden, da kannst du ganz schnell einfach auch daneben liegen oder Dinge vergessen oder in einen falschen Zusammenhang bringen. Und da hilft es eben wirklich manchmal, ganz konsequent 'n Tagebuch zu schreiben und, mhm. weil man dann, sozusagen, mal eher Zusammenhänge auch erkennt. Sei es, es ist ein zyklusabhängiger Verlauf, ne? Und das siehst du immer erst dann, wenn du's wirklich mal schwarz auf weiß über einen längeren Zeitraum aufgeschrieben hast, ne? Ja, das stimmt. Das ist generell, auch wie mit'm Schmerztagebuch oder Migränetagebuch, auf jeden Fall dann 'n guter Tipp, für alle, die die Diagnose noch nicht haben und jetzt vielleicht vermuten, dass es auf sie zutrifft, damit Ja. sie dann auch was in der Hand haben, wenn sie zum Arzt gehen. Ähm, Du musst jetzt keinen Tipp geben, wo man hingeht, aber zu welcher Disziplin geht man denn dann am besten? Also Angiologe, Gefäßchirurg. Das Mhm. sind wirklich für mich so die beiden Richtungen, die sich am ehesten mit dieser Erkrankung auseinandersetzen. Okay. Gut, dann, denke ich, dass, ja, alle, die zugehört haben, sicherlich jetzt, ähm, ja, ein größeres Wissen über das Dunbar-Syndrom bekommen haben und es jetzt sicherlich auch ein bisschen nacharbeitet, die ganzen Informationen, die wir von dir bekommen haben. Also, ganz herzlichen Dank. Äh, Ja, danke auch, dass ihr mich eingeladen habt. ja, sehr, sehr gerne. So, das war's für heute. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Bitte bedenke, dass alle besprochenen Behandlungen und Therapien keine Empfehlung sind, sondern von dir selbst gut durchdacht und recherchiert werden sollten. Es gibt bisher nicht die eine Lösung. Wir stehen noch am Anfang und jeder Krankheitsverlauf ist individuell und sehr komplex. Wenn du dich näher informieren möchtest, dann schau auf der Instagram-Seite von Vascular Voices vorbei. Dort gibt es wöchentlich Beiträge zu den Gefäßkompressionen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du magst, kannst du unten ins Kommentarfeld schreiben, wie du sie fandest
oder den Podcast mit Sternen bewerten. Damit hilfst du selbst aktiv mit, die Krankheit bekannter zu machen. Denn glaub mir, du bist nicht allein. Wir sind ganz viele.